Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Der Salzpfad von Raynor Winn ist weit mehr als ein klassisches Reisebuch. Es erzählt eine zutiefst persönliche und inspirierende Geschichte über Verlust, Hoffnung und die Kraft menschlicher Durchhaltekraft. Nachdem sie innerhalb kürzester Zeit ihr Zuhause und alle finanziellen Sicherheiten verlieren und zudem bei Moth, Raynors Ehemann, eine unheilbare Krankheit diagnostiziert wird, entscheiden sich die beiden, zu Fuß den rund 1000 Kilometer langen Southwest Coast Path entlang der Südwestküste Englands zu wandern. Mit kaum mehr als einem Zelt und dem Nötigsten starten sie ihre ungewöhnliche Reise und stellen sich physisch wie psychisch extremen Herausforderungen. Dabei treffen sie auf unterschiedlichste Menschen, erleben Momente tiefer Verzweiflung, aber auch von Hoffnung und Freude. Raynor Winn schildert ihre Erlebnisse mit eindringlicher Ehrlichkeit und poetischer Sprache und eröffnet so den Lesenden nicht nur die spektakuläre Küstenlandschaft Großbritanniens, sondern auch das tiefe Innere zweier Menschen in einer Ausnahmesituation. Das Buch bewegt, motiviert und zeigt, wie eng die Verbindung zwischen Mensch und Natur sein kann, wenn alles Äußere verloren scheint. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Verlust und Neuanfang. Im Mittelpunkt von Der Salzpfad steht der Existenzverlust und der daraus resultierende Neuanfang. Raynor Winn und ihr Mann Moth müssen durch eine gescheiterte Investition Haus und Hof verlassen. Dieser plötzliche Absturz in die Obdachlosigkeit bringt sie zunächst an den Rand der Verzweiflung. Durch die Wanderung nehmen sie jedoch ihr Schicksal selbst in die Hand und schaffen sich einen neuen Lebenssinn. Der thematische Schwerpunkt liegt dabei auf der Resilienz, dem Mut, trotz widriger Umstände weiterzumachen und Gewohntes hinter sich zu lassen. Die Rückbesinnung auf elementare Bedürfnisse, Schutz, Nahrung, Gemeinschaft wird zu einer Art Reinigung und öffnet den Blick für das, was wirklich zählt. Die Autorin zeigt eindrücklich, wie der emotionale und materielle Neuanfang neue Perspektiven eröffnet und Kräfte weckt, von denen man vorher nicht wusste, dass sie existieren. Zweitens: Krankheit und Akzeptanz. Ein weiteres zentrales Thema ist der Umgang mit Krankheit. Bei Moth wird die seltene degenerative Krankheit CBD, kortikobasale Degeneration, diagnostiziert, die seine Lebenserwartung drastisch verkürzt. Im Verlauf des Buches ringt das Paar immer wieder mit der Akzeptanz der Diagnose. Die Strapazen der Wanderung führen aber auch dazu, dass sich Moths Zustand anders entwickelt als von den Ärzten prophezeit. Die intensive Bewegung, die Nähe zur Natur und der bewusste Umgang mit dem eigenen Körper fördern eine neue Wahrnehmung von Krankheit und Gesundheit. Raynor Winn beschreibt die Angst vor dem Verlust des Partners, aber auch, wie der gemeinsame Kampf gegen Widrigkeiten ihnen neue Hoffnung schenkt. Die Krankheit wird dabei nicht als Ende, sondern als Teil des gemeinsamen Weges erfahren, der beide stärker zusammenschweißt. Drittens: Die heilende Kraft der Natur. Auf ihrem langen Weg erleben Raynor und Moth immer wieder, wie wohltuend und heilend der Aufenthalt in der Natur sein kann. Die karge und doch wunderschöne Landschaft der südenglischen Küste, das Schlafen unter freiem Himmel und der Wechsel von Ebbe und Flut werden zu ständigen Begleitern. Winn beschreibt eindrucksvoll, wie die Natur Trost spendet, Widerstandsfähigkeit lehrt und das innere Gleichgewicht wiederherstellen kann. Die intensive Bewegung an der frischen Luft, das Beobachten der wilden Tiere und das einfache Leben im Rhythmus der Natur wirken wie Balsam auf Körper und Seele. Die Natur erscheint im Buch als Gegenpol zu Konsum und gesellschaftlichem Druck und wird zum Ort der Selbsterneuerung. Viertens: Zwischenmenschliche Begegnungen. Die Geschichte des Salzpfads lebt auch von den Begegnungen mit anderen Menschen. Auf ihrem Weg begegnen Raynor und Moth nicht nur wohlwollenden, sondern auch ablehnenden und urteilenden Individuen.
Insbesondere die Erfahrungen als Obdachlose und als kranker Mensch werfen ein Licht auf gesellschaftliche Vorurteile, aber auch auf Mitgefühl und Solidarität. Manche Fremde bieten Unterstützung, teilen Essen oder aufmunternde Worte, andere begegnen ihnen mit Misstrauen oder Abneigung. Wynn reflektiert diese Erfahrungen ehrlich und sensibel, wodurch der Salzpfad auch zu einer Gesellschaftsstudie wird, die Fragen nach Würde, Hilfsbereitschaft und Toleranz stellt. Die Begegnungen werden zu Spiegeln, die ihre eigene Haltung und ihren Mut stärken. Schließlich Selbstfindung und Hoffnung. Der Salzpfad ist letztlich auch eine Reise der Selbstfindung. Die lange Wanderung konfrontiert Raynor und Moth immer wieder mit ihren eigenen Grenzen. Erschöpfung, Kälte und Hunger fordern ihre Willenskraft heraus. Doch auf diesem beschwerlichen Pfad entdecken sie ihren inneren Kern, Resilienz und ihr eigenes Potenzial. Die Ungewissheit, wie ihre Zukunft aussieht, wandelt sich nach und nach in Hoffnung und eine neue Sicht auf das Leben. Sie erkennen, dass Glück nicht im materiellen Besitz, sondern in den einfachen Momenten in Beziehungen und in der Natur zu finden ist. Für Raynor wird das Schreiben zu einer weiteren Form der Heilung und Verarbeitung. Sie reflektiert das Erlebte und schenkt dadurch auch anderen Menschen Hoffnung, Mut und Inspiration, ähnlich Unvorhergesehenem mit offenem Herzen zu begegnen. Zusammenfassend: Der Salzpfad ist ein Buch für alle, die sich für bewegende Lebensgeschichten, authentische Selbstfindungsreisen und den tiefen Zusammenhang zwischen Mensch und Natur interessieren. Es spricht Menschen an, die Ermutigung in Krisenzeiten suchen, selbst Umbrüche erleben oder Inspiration für einen bewussteren Lebensstil finden möchten. Raynor Wynn zeigt auf eindrucksvolle Weise, dass es selbst in scheinbar aussichtslosen Situationen möglich ist, Zuversicht und neue Lebensfreude zu gewinnen, nicht durch Besitz, sondern durch Erfahrungen, Mut und Nähe zu den einfachen Dingen des Lebens. Die Geschichte vermittelt, wie wichtig es ist, der eigenen Intuition zu vertrauen, Widerstände zu überwinden und auch mit wenig viel zu erreichen. Im Vergleich zu anderen Reiseberichten oder Selbsthilfewerken bietet der Salzpfad eine einzigartige Mischung aus Naturbeschreibung, persönlichem Schicksal und tiefgründiger Reflexion. Raynor. Wynns leise, poetische Sprache, ihre Ehrlichkeit und der Mut, Schwäche einzugestehen und dennoch weiterzugehen, machen das Buch zu einer emotionalen und inspirierenden Lektüre. Jeder, der sich mit Fragen der Veränderung, Resilienz oder dem Wunsch nach Verlangsamung des Lebens beschäftigt, kann von dieser Lektüre profitieren und neue Blickwinkel auf das eigene Leben gewinnen. Der Salzpfad ist mehr als eine Biografie oder ein Abenteuerbericht. Es ist eine tiefe Ermutigung, auch in Zeiten des Verlusts Hoffnung zu schöpfen und dem Leben mit Neugier zu begegnen. Wenn Sie unterstützen möchten, Raynor Wynn, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.